Ja, wenn wir mit der Trockenfliege unterwegs sind, dann dürfen die Produkte von High & Dry auf gar keinen Fall fehlen. Warum das so ist und vor allen Dingen, welches Liquid oder welches Puder für welche Situation das Beste ist, das erklären wir euch jetzt. Ja, im Wesentlichen gibt es zwei unterschiedliche Schwimmpräparate. Das ist zum einen ein flüssiges, ein Gel oder auch Liquid genannt, und zum anderen ein Puder. Die Gels oder gelartigen Schwimmpräparate sind meistens dafür da, dass man wirklich trockene Fliegen aus der Fliegenbox rausnimmt und da dann tränkt oder einsprüht, damit sie einfach kein Wasser aufnehmen. Das ist quasi wie so eine kleine Schutzschicht, die gebildet wird, und somit bleibt die Fliege oder der Bissanzeiger länger an der Wasseroberfläche. Ja, das Puder ist meistens dafür da, dass man quasi die Fliegen schnell wieder trocken bekommt, nachdem man eine kurze Fischzeit hatte oder eben auch einen Fisch gefangen hat und sich die Trockenfliege voll mit Wasser gesaugt hat. Mit diesem Puder kann man diese Fliegen dann schnell wieder trocknen, damit man weiterfischen kann mit der Fliege. Oder aber, wenn ihr feinste CDC-Fliegen habt, dann macht es auch Sinn, diese vorher in diesem Puder einmal ordentlich einzupudern quasi, weil die Gele und Liquids die feinen CDC-Fasern teilweise verkleben können. Ja, wir starten direkt mal mit den Liquids. Warum mit den Liquids? Ganz einfach, das sind die Produkte, die man als erstes am Wasser verwendet. Denn unsere Fliegen sind ja noch trocken, wir haben noch nicht gefischt. Und jetzt heißt es quasi, die Fliege gut zu schützen, sodass sie möglichst lange an der Oberfläche bleibt. Ich habe mir erstmal das Liquid Spray geschnappt. Das ist wirklich benutzerfreundlich, es ist easy anzuwenden. Man muss also einfach nur die Trockenfliege ans Vorfach knoten, sich das Spray schnappen, ein bisschen schütteln und ungefähr aus 2,5 cm die Fliege einsprayen. Jetzt haben sich quasi die Bindematerialien gut benetzt und damit sollte eure Fliege möglichst lange an der Oberfläche treiben. Ja, ein weiterer Vorteil von dem Spray ist natürlich, dass es nicht nur super einfach anzuwenden ist, sondern dass eure Finger auch frei bleiben von dem Liquid und ihr euch damit nicht einsaut. Kommen wir zum zweiten flüssigen Produkt. Das ist hier diese kleine Gelflasche von High & Dry. Das Prinzip ist quasi das gleiche, nur die Art, wie wir es anwenden, ist etwas anders. Bei der Gelflasche ist es so, dass wir hier eine kleine Öffnung haben, uns etwas von dem Liquid auf den Finger packen, und das ist natürlich hervorragend geeignet, wenn wir entweder wie hier beim Klinkhammer nur den oberen Teil damit einreiben wollen oder wenn wir richtig tief ins Material eindringen wollen, dann können wir das so ein bisschen einkneten. Ja, die Gel-Variante ist wahrscheinlich die bekannteste unter den Schwimmpräparaten und sie ist natürlich auch sehr effektiv. Wir können sie nur an bestimmten Punkten anwenden oder aber die ganze Fliege einreiben und funktioniert zum Beispiel auch super für Bissanzeiger, die aus Synthetik oder aus Wolle bestehen. Und das Gel von High & Dry ist zusätzlich auch für CDC-Fliegen geeignet, das heißt wirklich für alle Trockenfliegen und Bissanzeiger, die es gibt. Kommen wir zum dritten flüssigen Schwimmpräparat aus der High & Dry Serie, das ist das Liquid. Eins, welches wir als sehr, sehr flüssig empfunden haben, was natürlich auch gut ist, denn desto flüssiger das Liquid ist, desto schneller saugt es sich tief in die Fasern eurer Trockenfliegen rein. Die Anwendung von dem Liquid ist denkbar einfach. Wir haben eine großzügige Flasche mit einem großen Deckel, den braucht ihr nur aufschrauben. Dann nehmt ihr die Trockenfliege und lasst sie so ein bisschen im Liquid tänzeln. Die wird dann relativ schnell sich vollsaugen mit dem Schwimmpräparat und ist dann bestens imprägniert. Wichtig ist nur, dass die Trockenfliege wirklich trocken sein muss. Das heißt, sollte die Fliege nass sein vom Fischen, nehmt vorher einmal ein Puder, macht die Trockenfliege vorher wieder trocken und dann könnt ihr sie mit dem Liquid bearbeiten. Jetzt kommen wir zu den beiden Pudervarianten von High & Dry. Ein Puder ist wie gesagt immer perfekt dafür geeignet, zum einen die Fliege wieder trocken zu bekommen, aber zum anderen eben auch, um kleinste Trockenfliegen wie zum Beispiel eine CDC zu imprägnieren, ohne dass die feinen Fasern verkleben. Als erstes nehmen wir uns das Puder mit dem großen Deckel und der großen Flasche, denn dieses Puder ist wirklich das Allround-Puder, denn hiermit könnt ihr nicht nur feinste CDC-Fliegen gut imprägnieren, sondern eben auch große Trockenfliegen und Bissanzeiger schnell wieder trocken bekommen, wenn ihr diese nass gefischt habt. Ja, das Puder funktioniert quasi so, wir haben hier in der großen Flasche ein Granulat drin, welches quasi das Wasser anzieht und aus der Fliege quasi entnimmt. Das heißt, wir machen die Flasche einfach an dem Deckel hier oben einmal auf, nehmen unsere nasse CDC-Fliege, halten die hier rein, dann können wir sie schließen und einmal schön schütteln. In dem Moment wird quasi das ganze Wasser von diesem Puder, von dem Granulat aus der Trockenfliege entzogen oder aus dem Bissanzeiger. Und sobald ihr die Fliege rausholt, braucht ihr einfach nur das Puder wegpusten und eure Trockenfliege ist wieder fischbar. Kommen wir zum fünften und letzten Schwimmpräparat aus der High & Dry Serie. Es ist ein weiteres Puder in der kleinen Flasche. Der Unterschied zur großen ist einfach, dass dieses Puder wirklich nochmal eine ganze Ecke feiner ist. Das heißt wirklich für kleine CDC-Fliegen optimal geeignet. Und wir haben hier im Deckel einen Pinsel verbaut,
der quasi das Puder aufnimmt und damit könnt ihr punktuell eure Trockenfliegen imprägnieren, wenn ihr zum Beispiel nur die feinen Härchen aus CDC damit einreiben wollt. Ja, das waren jetzt unsere 5 Schwimmpräparate hier von High & Dry und wie ihr seht, für jeden was dabei. Nicht nur für den feinen CDC-Fliegenfischer, sondern eben auch für diejenigen, die größere Trockenfliegen mögen oder sogar mit dem Indicator über der Nymphe fischen wollen. Ich war früher einer von denjenigen, die die zu nasse Fliege gewechselt haben und die nächste genommen haben. Da muss ich sagen, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ein bisschen Puder, ein bisschen Liquid und ich kann wirklich eine Trockenfliege den ganzen Tag lang durchfischen. Zusätzlich sind diese Produkte auch nicht umweltschädlich. Das heißt, da brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen haben. Probiert es gerne einfach mal aus, wenn ihr wirklich Trockenfliegenfischer seid, aber euch das ein bisschen ärgert, dass die Fliege zu schnell nass ist. Die Produkte von High & Dry helfen euch da weiter.